Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Satisfactory. Eigentlich wollte ich ein bisschen vormachen, aber ich dachte mir, da nehme ich euch jetzt einfach mit, dass wir gemeinsam die Stangen und die Schrauben herstellen, weil es ja um die Menge auch geht und so weiter. Ja, ihr wisst schon. Das hier wollte ich umbauen mit euch. Jetzt überlege ich nur gerade, ob ich nicht hier gleich anfange und zumindest eine Pipe hierher mache, also so eine Hypertube. Könnte ich eigentlich machen, ne? Weil dann wären wir auf jeden Fall ein kleines bisschen schneller. Ich mache dich jetzt mal so hin. Ich hoffe, das klappt nur mit dem... Ja, gut. Da bin ich mir nämlich immer nicht sicher. Ich glaube nämlich, dass es abhängig ist davon, wie rum man dieses Ding hier dreht. Das könnte ich eigentlich mal probieren, ne? Dann weiß ich's. Und ihr wisst es auch. So, hier ist jetzt grünes Licht und wenn ich das jetzt so rumdrehe, habe ich aber auch grünes Licht. Jetzt habe ich es aber einmal umgedreht, ne? Ja, und dann schaut es in eine andere Richtung. Aber es geht trotzdem nach oben. Also da bin ich noch ein bisschen unsicher, was das angeht, weil manchmal geht nämlich dann das zwar nach unten, aber mich spuckt es nach oben raus. Naja, gut. Ist egal. Solange ich das jetzt halt hinbekomme, alles gut. So, wir müssen auf jeden Fall nach oben, weil wir den einen Fahrstuhl abbauen müssen. Wir müssen eigentlich beide abbauen, ne? Mal das, ja, doch, das passt schon. Und da würde ich sagen, ach, perfekt. Da würde ich sagen, gehen wir bis nach vorne. Also bis daher. Vielleicht dann nur ein bisschen drehen, wenn es okay ist. Moment. Ja, doch. Oder nee, Moment. Wir machen es das so. Und hier kann es, glaube ich, jetzt sein. Ne? Wenn ich jetzt halt hier nach oben gehe und dann nach unten, dann könnte es sein, dass das mit dem... Nee. Immer wenn ich es vormachen will, haut es nicht hin. Na ja, gut. So. Jedenfalls einmal nach oben bitte. Könnte ich zwar von unten auch abbauen, allerdings kann ich es von unten nicht ansetzen, weil es einfach zu weit weg ist. Deswegen muss ich auf jeden Fall hoch. Runterspringen können wir ja, das ist ja kein Thema. So, und vor allem, das Ding muss ich mir sowieso nochmal aufbauen dann unten, dass ich nochmal genau weiß, was jetzt ist. So, dich kann ich auch wegmachen. So, dann machen wir neu. Einmal ran. Zack. Und dann einmal bitte in diese Richtung. Dann können wir jetzt einmal nach unten. Genau, einmal so. Und von hier müssen wir es jetzt dann ausprobieren. Aber ich glaube... So. Ich glaube aber, dass wir... Ja, jetzt müsste... Ja, es haut nicht hundertprozentig hin, aber ist okay. So, und dann in die Richtung. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch in die richtige Richtung komme, auf der richtigen Höhe bin. Nee, bin ich nicht, ne? Warte mal, das machen wir ganz einfach, bevor ich da tausendmal rumprobiere und das immer wieder falsch mache. Auf die Höhe müsste es sein. Ja, auf der Höhe passt's. Okay. Dann einmal anschließen. Doch nicht. Ach, pfeift drauf, das ist jetzt egal. Ich will da vorne vorankommen. So, dann haben wir das schon mal angeschlossen.
So, und mit dem Eisen, da müssen wir natürlich jetzt hantieren. Ne? Also zum einen stelle ich mir mal ganz kurz nochmal einen Fabrikator hierher, einfach als Rechner, weil wir ja die Rotoren jetzt halt oben versorgen wollen und wir brauchen ja, haben wir gesagt, 5, also tue ich das da auch nochmal rein. 5. Und dass wir sehen, wie das ist mit den Eisenstangen und den Schrauben und so weiter. Weil wir müssen nämlich eine ganze Latte an Eisenstangen herstellen. Das heißt, wir haben einmal hier das Eisen. Und jetzt machen wir nochmal den Bing. 120 Meter, also da vorne. Das da ist weiter weg. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir da nochmal nach vorne gehen. Können wir eigentlich machen, ne? Dass wir von hier aus einfach vorgehen. So, einmal die Säge raus, bitte. Man stört jetzt nicht so hundertprozentig, aber ein bisschen frei machen, das passt schon. Sag nicht, dass ich voll bin. Nee, voll bin ich nicht. Oh. Okay. Bin ich jetzt da? Ja, ich habe tatsächlich durch den Boden gebaut. So, schauen wir mal ganz kurz noch. Okay. Ach, hier. Ich bin genau daneben. Okay. Dann lass mal gucken. Können wir abbauen? Ja, ich erwische den dazwischen nicht. Den dazwischen erwische ich nicht. Der da geht noch. Der da geht auch noch. Aber der hier dazwischen, der geht nicht. Da komme ich nicht ran. Ja, okay. Passiert. Ist ja auch egal, ne? So, dann würde ich aber hier trotzdem um 1 nach oben gehen. So, schauen wir mal, ob das hinhaut. Jawohl, das haut hin. Dann lassen wir das nämlich hier rauslaufen. Steck mal das Ding weg. Gehen dann hier nach vorne. 4. Ich weiß, dass ich in meinem anderen Spielstand, da habe ich mir mit dem Blueprint hier so ein Doppelding gemacht, weil ich anstatt einem platziere ich ja eigentlich meistens oder immer 2 Stück. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann habe ich mir das eingerichtet, dass ich die automatisch dann immer gleich doppelt platziere hier. So, bei dir gehe ich jetzt allerdings um eine Stufe nach oben. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. So, und es wird wieder mal dunkel. Ich habe wirklich das Glück, ne, dass ich sehr häufig in der Dunkelheit, also in der letzten Zeit konnte ich es immer ein wenig vermeiden, dass ich dann, als es dann hell wurde, gerade angefangen habe, aber da steckt man halt nicht drin. Ne? So, das geht ein bisschen nach oben. Dann müssten wir hier quasi einen Fusionator hermachen. Ja gut, den würde ich dann halt ja einfach dahin machen, oder? Oder warte mal, du machst einen Knick, ne, an der Stelle. Ja, komm. Das taucht schon irgendwie. Kann man sich natürlich da auch verlieren, ne? Mit solchen Sachen. So, einmal hier ran. Und dann machen wir einmal hier den Lift. Und einmal, ups, hier ran. Jawohl.
So, dann machen wir einmal den Strom. Ja gut, ist eigentlich total egal. Stelle ich aber trotzdem hier an die Kante. Ja, da laufen diese Spinnenviecher rum. Ich hoffe bloß nicht, dass plötzlich eins neben mir steht, weil das... Ich meine, ich habe nicht Angst vor die Dinger, weil die tun einem ja nichts. Aber erschrecken tue ich trotzdem. Wie sonst was. Oder ist das... Nee, das ist, glaube ich, eins von diesen anderen Biestern. So. Strom ist egal. Zack. So. 1, 2, 3, 4. Ja, dann ist egal. Ich muss sowieso dann zweimal hinmachen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Schmelzen hier direkt im Anschluss. Also gleich, wenn das hier hochkommt, machen wir gleich die Schmelzen hin. Hier, Schmelzöfen. Lassen quasi von dem hier dann in den Splitter reinlaufen und machen hier die 3 Schmelzen. Also ich würde jetzt mal 3 Stück machen. Einmal der Splitter. So, dich tue ich hier in die Mitte. Du kommst hier hin. Und du kommst dahin. So. Und dann könnte ich es immer noch zusätzlich quasi wegen dem Splitter nochmal aufteilen. So, aber wenn ich jetzt von da komme, naja, ist egal. 5, zack. Genau, läuft hier rein, geht in den Splitter, teilt sich auch auf die 3. So, dann schnappe ich mir einmal den Strom von hier. Du könntest aber auch die Taschenlampe anmachen, ne? Du Hempel. So. Gut. Dann Eisenbahnen. Nein, oh, ist egal. So. Eisen, Eisen, Eisen. Wir haben hier immer 30 pro Minute. Wir liefern von da unten. Könnt ihr irgendwie auf die Karte schauen, ne? 120, also 30, 60, 90 wären bei 30, 120. Und wir haben hier auch nochmal 120, also 240. Wir könnten da quasi 8 Schmelzen rein theoretisch hinmachen. Aber ich denke, das passt. Na gut, warten wir einfach mal ab. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viele Stangen. So, Produktion, Konstruktor. Das heißt, wir machen hier im Anschluss direkt die Konstruktoren. Wir lassen allerdings ein kleines bisschen Platz. Das heißt ein kleines bisschen, wir haben ja keine Platznot oder sowas. So, und da ist jetzt die Frage, wenn wir Eisenstangen herstellen, stellen die immer 15 pro Minute her. Da ich hier 30 herstelle, kann ich quasi mit einer Schmelze, kann ich im Grunde zwei Stück versorgen. Was eigentlich dann auch ganz gut ist, weil wir ja sehr viel
brauchen. Zwei, vier, sechs. Also wir können mit den dreien die 6 Stück hier locker versorgen. Ohne Probleme. So. Wir brauchen insgesamt 25 Eisenstangen. Das ist nicht viel, ne? Wir machen 15. Ja, 4 Stunden. Ich habe das Spiel laufen lassen. Das war eben wieder das. 15, dann hätten wir 30, 60. Wir würden 90 Stangen herstellen. Okay, dann lasst uns das mal machen. Lasst uns das einfach mal hier verteilen. Wir machen hier einmal einen Fusionator. So, Fusionator. Genau, Pfeil nach vorne. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, dann kann nämlich von da drüben auch noch mal kommen. Und hier müssen wir Verteiler machen. Also Splitter. Genau, einmal so. Ja. Die müssen wir drehen. So. Einmal hier rein. Und dann wird es verteilt einmal hier. Es wird natürlich immer weniger sein, ne, in den äußeren, das ist ja auch klar. Aber es sollte genügend kommen. Weil irgendwann ist ja das Gerät hier voll. Irgendwann ist das Ding ja voll. Und alles, was im Überlauf ist, weil das splittert sich ja 1, 2, 3. Und dann wieder 1, 2, 3. Wenn das da voll ist, dann splittert es eben hauptsächlich nur noch auf die 2 und irgendwann sind die anderen auch voll. Also das sollte kein Problem sein, denke ich. So, wir schnappen uns Strom wieder. Da gehe ich jetzt einmal von dem hier einmal nach dort vorn. So. Gut, dann müssen wir jetzt halt hier überall Eisenstangen herstellen. Also es sollte kein Problem sein, die genau Rotoren zu machen. Und dann brauchen wir allerdings 125 Schrauben pro Minute. Also ich muss ja davon ausgehen, dass ich das oben brauche, ne? Das heißt, wir machen Konstruktor. Und da lasse ich sie direkt reinlaufen, würde ich sagen, weil das ist... Weil es sind genug. So, Schrauben stellen wir hier 40. 80, 120. Was habe ich gesagt? Ich brauche 125, ne? Genau, 125. Das heißt, ich mache nochmal einen.
Dann haben wir auf jeden Fall genügend, dann haben wir 160 Schrauben. Und die zwei hier laufen ja als Stangen weiter. Das heißt, wir haben 15, wir haben 30 Stangen und wir brauchen aber nur 25. Das heißt, wir haben ein bisschen Überproduktion, was ja auf jeden Fall immer gut ist. So. Ihr, wie gesagt, ihr lauft direkt. Und die zwei laufen dann hier zusammen. Dann kann ich die hier wegmachen. So. Dann läuft alles jetzt dann hier auf das Band. Und es müsste normalerweise ohne Probleme dann funktionieren. So, einmal der Fusionator, den stelle ich bitte einmal hier genau auf das Kreuz. Dann machen wir von hier und von hier. Und hier dann auch Fusionator. Da bin ich in der Mitte. Ja, da mache ich dann auch hin. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was vielleicht noch kommt. Vielleicht muss ich dann doch mehr herstellen und dann würde ich das da hier unten tatsächlich dann noch ausbauen. So. Dann machen wir hier einen Fusionator. Moment, wir machen einmal... Gehe ich da nach unten? Könnte ich eigentlich machen, ne? Dann einfach hier direkt reinlaufen lassen. Dann machen wir nämlich hier nochmal einen Fusionator. Ah ne, warte mal. Hier, weg. 7. Genau. Pfeil nach hier. Laufen hier die Stangen rein. Da die Schrauben rein. Ich meine, die laufen ja schnell, ne? Dann machen wir einmal... Ja gut, das sind 100%ig, aber das ist egal. So. Dann brauchen wir Strom. Jetzt wird es wenigstens wieder hell. Und da ich ja hier genügend... Man kannst du irgendwo nach oben... Ah, nach oben. So, jetzt. Es müsste normalerweise ja ausreichend sein, wenn ich die dann verbinde hier. Zack. Und der hier ist quasi unser Strombringer. Dann einmal hier hin und einmal hier hin. So, und dann sollte das da hinten alles loslaufen. Wirklich alles loslaufen, also auch das, jawohl, da unten ist auch grün, wunderbar. Dann sollte jetzt Eisen kommen. Jawohl, Eisen fängt an. Und dann kommst du da hoch. Da, so, zack. Ja gut, das läuft jetzt auf jeden Fall voll, weil so schnell können die nicht schmelzen. Genau, also die füllen sich auf jeden Fall. So, dann füllt sich natürlich auch hier die Fertigung. Und es läuft alles. Die Stangen kommen und die Schrauben kommen. So, und jetzt wird es entscheidend, dass da oben das Zeug auch richtig verteilt wird. Deswegen geht es einmal nach oben. Du läufst ja, ne? Ja. Jetzt sollte ich mir doch eine Treppe hinbauen, aber alles so eine Leiter.
Also und wenn ich das alles richtig gemacht habe beim letzten Mal, dann sollte sich alles an Schrauben und Stangen verteilen, sodass die eine Maschine da gefüttert wird. Staut sich schon, ne? Weil du keinen Strom hast, deswegen. Strom. Ah ja, hier, Stange, zack. Brauchen wir hier eine her. Ich will das aber aufs Kreuz haben. Dankeschön. So. Gut, also es läuft auf jeden Fall rein. Und dann muss ich jetzt halt nur noch verhindern, dass sich das staut. Weil wenn das voll ist, ist es voll, ne? Dass wir dann den Überlauf, das haben wir hier programmiert, der Überschuss geht dann hier raus. So, von daher machen wir einmal den hier hin und wir machen den hier hin und verbinden das Ganze dann mit unserem Band. So können wir dann nämlich auf jeden Fall hier noch rum und dann brauchen wir hier nur noch Strom. Und dann sollte das alles wunderbar laufen. In dem Moment, wo jetzt dann die Schrauben voll sind, müssten die dann hier rüberflitzen. Weil das müsste sich ja stauen jetzt dann gleich. Also wenn sich's staut, ne? Das finde ich cool. Also ich müsste viel mehr mit den Dingern arbeiten, weil du kannst wirklich so viel an einer Produktion anschließen und dann einfach splitten. Ach, das sind ja 500. Okay, nee, dann warte ich jetzt da nicht. Passt. So, die Rotoren kann ich mal schnell rausschmeißen. So, dann läuft das hier alles zusammen. Und wie gesagt, wir brauchen 10 Rotoren in der Minute. Also brauchen wir jetzt 10. Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? Da habe ich, glaube ich, falsch drauf geguckt, ne? Moment. Wenn ich 10 Rotoren brauche, dann ist das ja ganz anders. Dann habe ich da einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwie mich auf diese 5 hier gestürzt, ne? Das heißt, wir müssen 2 Stück reinmachen, dass wir dann auf die 10 kommen. In dem Moment verändert sich nämlich dann auch der Stator. Okay, also. Nee, warte mal. Nicht das da. Wir müssen hier auf dem bleiben. 10 Rotoren pro Minute. Hier muss ich hochstellen. 8. 10. Okay, dann ändert sich natürlich da einiges. Verdammt. Jetzt habe ich gedacht, dass es diesmal so richtig schön passt, ne? Und dann vermassel ich das schon wieder so. Das heißt, wir brauchen die doppelte Menge Schrauben und die doppelte Menge Stangen. Die Statoren müssten hier passen. 10 Stück pro Minute, ne? Schauen wir nochmal drauf. Wie komme ich auf die Menge? Also wie komme ich auf die Anzahl? Habe ich da irgendwas? Da muss ich mich echt verguckt haben, ne? Das kann ja nicht sein. Also wir brauchen 10 Statoren. Aber warte mal, wenn wir... Ja doch, 10 Statoren. Da kommen wir nicht drum rum. Ich habe mich wahrscheinlich immer wieder auf Tester gestürzt. Ich weiß es nicht. Ja. 10 Statoren und 10 Rotoren. Dann passen wir das jetzt halt an. Ich möchte das jetzt einfach anpassen. Wir brauchen hier 10 Stück. Also 2 Batterien rein, dann sind wir auf 10. Dementsprechend brauchen wir 30 Stahlrohre. Wir stellen her 20 Stahlrohre. Das heißt eine Batterie rein. Dann kommen wir auf 30.
Ähm, 45 Stahlbarren pro Minute müssten wir aber reinbekommen, weil ich habe ja da unten immer jeweils 5 und 4, ja, haben wir auf jeden Fall genug. Also Stahlbarren kommen hier definitiv genug rein. So, wir stellen dann die 30 Stahlrohre her, was ja dann hierfür passt. Aber wir brauchen 80 Drähte pro Minute. So, wir stellen allerdings nur 40 Drähte pro Minute her. Das heißt, wir bräuchten eine zweite Kabelproduktion. Weil so viele kann ich hier nicht machen. Ich glaube, so viele werden das nicht. 80 kann ich nicht machen, ne? Ne, 75 können wir nur machen. Wie habe ich das nur so vermasseln können? Also gut, nochmal 80, ne? 80 pro Minute, 80 Drähte pro Minute. Boah, ganz egal, wie ich es jetzt mache, das wird ein Mist. Also. So, das heißt, ich packe hier 2 Konstruktoren hin. Ja, okay, dich kann ich nicht so weit drüber, aber darüber kann ich dich schieben ohne Probleme. Und bis daran. Und dann müsste ich eigentlich hier auch noch vorbeikommen an dem Ding, oder? Schauen wir mal. So. Dich hier daneben. Nein. Dann bräuchten wir hier einen Fusionator. Wie konnte ich das nur machen, ey? Das ist wieder sowas, was mich dann immer ärgert. Wenn ich denke, das passt alles und dabei passt es gar nicht. So. Dann haben wir jetzt hier Draht 40. Und hier müsste dann auch so sein. Jawohl, Draht 40. Dann machen wir Förderlift. Genau, können wir dahin machen. So rum, ist ja egal. Und dich eben so rum. Dann machen wir einmal einen Splitter. Genau, der kommt hier rein. Hier rein. Und von hier da rein. Achso, die hätte ich weiter hoch machen müssen. Das ist mir jetzt wurscht. Das ist mir jetzt egal. So, dann brauchen wir Strom. Den nehme ich mir jetzt von hier. Für die 2. So, und damit läuft es jetzt at 40 Draht hier, 40 Draht da, haben wir 80 Drähte und wir brauchen 80. Wunderbar. So, die schmeiße ich mal hier rein. So, 30 Stahlrohre passen auch. Wir stellen 10 Statoren her und wir brauchen 10 Statoren. So, gut. Dann passt es. Das, was jetzt halt eben noch nicht passt, das sind jetzt halt dann die Stangen. Ne? Hier schlaufen die Schrauben jetzt halt rein. So, das, was jetzt nicht passt, das sind jetzt die Stangen. Also wir brauchen 50 Stangen und 250 Schrauben.
So. 15 Stangen. Das heißt, wir müssen auf 25 Stangen hoch, ne? So, 25. Wir machen einfach mal 30. 30 geht ja. So, Steuerung C. Steuerung V. So, und dann müssen wir jetzt von hier ausgehen. Wir brauchen 250 Schrauben. 250, das heißt, wir bräuchten ungefähr 63, 62, glaube ich, 62,5 oder so an Schrauben bräuchten wir. So, wie viel kriegen wir raus? Bei einem 60. Okay, das heißt, wir müssen 2 reinmachen. Wenn wir 65 machen, dann hätten wir 130, 260 Stück quasi. Ja. Wie gesagt, wir haben ja genug Batterien. Können wir nachfüllen. Und Strom habe ich ja schon vorgesorgt, dass wir da nicht in die Bredouille kommen. Das heißt aber jetzt auch, wir brauchen, gehen wir jetzt mal von 17 aus, das wären dann 34, das wären dann 68, nee Quatsch, durch das, dass ich hier die direkt anschließe, muss ich die natürlich auch direkt herstellen, ne? 1625. Ja gut, dann machen wir einfach 20 Stück. Wir brauchen 1625, dann passt es doch. Passt es? Ja. So, und die zwei hier noch. Wunderbar. So, und dann im nächsten brauchen wir natürlich dann auch, wenn wir... Warum bist du jetzt nicht eingestellt? Ich habe doch Steuerung V geklickt. Ja, okay, das hat es nicht übernommen. Also es ist vielleicht dann doch besser, immer wieder mal reinzuschauen. Okay, also wir brauchen 20 Eisenbarren die Minute. Ja, Moment. 20, 40, 60, 80. ...80, 110, 140. Wir brauchen 140 Eisenbarren. Ja gut, und das, was ich gesagt habe, da können wir einfach nochmal einen Schmelzer anschließen hier, ne? Oder 2. Also, weil wir kriegen ja genug von dem Zeug. Genau. So. Ja. Moment. Ich möchte die trotzdem hier loshaben. Auch wenn da Strom fehlt. So. Und dann gut. Man sollte jetzt auf jeden Fall genug reinlaufen. Weil wir haben gesagt, wir haben 30, 60, 90, 120, 150. Und jetzt muss ich nochmal auf Nummer sicher gehen. Wir brauchen hier 30, 60,
Und hier brauchen wir jeweils 20. 20, 40, 60, 80, 140 und 150 stellen wir her. Dann sollte das jetzt eigentlich ideal laufen. Durch das, dass wir alles hier rüber machen. Jetzt muss ich echt mal schauen, ob ich da eine Leiter hier machen kann. Aber ich glaube, echt eine Leiter ist dann in dem Fall schnell. Nein, 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 nicht nach oben bitte. Man darf sich nicht umdrehen. Also umdrehen darf man sich schon, ich darf bloß nicht in die Richtung klicken. Und ich drücke immer automatisch auf W, weil ich mir hoffe, dass ich dadurch schneller bin. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach senkrecht machen kann. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil die Strecke einfach zu weit ist. So, jetzt sollte eigentlich alles nach Plan laufen, hoffe ich. Also wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, ne, dann schreibt mir das gerne rein. Da bin ich euch echt dankbar, aber normalerweise sollte jetzt halt alles passen. 250 Schrauben, 50 Stangen, das sollte jetzt halt alles schön laufen. So, das füllt sich jetzt natürlich. Bei 50 Motoren ist dann erstmal Schluss. Und jawohl. Ja, das passt schon. Das passt. Gut. Immer sobald da 4 sind, kommen die nächsten nach. Gut. Das staut sich jetzt dann sowieso, weil ich ja das noch nirgends hinleite. Aber das soll ja dann in die Verarbeitung gehen hier von den modularen Rahmen. Genau. So, jetzt hauen wir das ja mal da noch rein. Und ich schaue mal, dass ich das hier noch auffüllt, dass wir uns die modularen Rahmen, modularen Motoren machen. Sagen wir mal, modulare Motoren. 92 Stück, wir brauchen 500, also das, ich mache einfach mal ein paar. Ich lasse das einfach mal ein wenig laufen. Die müssen wir eigentlich alle haben, die adaptive Steuereinheiten. 100, genau, die 100 Stück haben wir, die nehme ich mir auch gleich raus. So, dann kann ich ja eigentlich das Ding auch wieder abbauen. Brauchen wir nicht mehr. Wunderbar. Und dann könnte ich jetzt halt auch erst einmal die Motoren noch hier reinlaufen lassen. Bevor die sonst irgendwo... Ja gut, dann staut sich's aber nicht, ne? Wenn ich das mache. Ne, dann lasse ich das mal. Ich möchte, dass es sich alles ein bisschen rückstaut. So, zack. Dann sollte das jetzt halt eh aufhören. Wunderbar. Wunderbar. So, gut. Leute, dann soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, lasst ein Like da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.